So, schönen guten Tag. Heute reden wir bei Pitted Studio TV. Schönen guten Tag. Willkommen, Jenny, Björn. Hallo. Björn, Jenny. Wir sind Entwickler und erzählen normalerweise über Computerspiele. Und heute geht es um Musik. Ja. Um Musik für Filmmusik, Soundtrack. Ja. Ich mache ja normalerweise auch Musik, ne, auch für unsere Spiele. Und dann kam der Raphael. Der Raphael Sommer, das ist ein Komponist aus der Schweiz und der ist auf mich aufmerksam geworden durch meine Arbeit, hat sich unser Spiel Elex angeguckt und hat sich angehört, was ich da so fabriziert habe und fand das irgendwie interessant. Und hat er mich angeschrieben und hat gesagt, wollen wir nicht mal ein Projekt zusammen machen. Und so kam das ins Rollen. Mittlerweile ist es jetzt, weiß ich nicht, das 3. Projekt, 4., keine Ahnung. Mhm. Und das ist so, dass wir zusammen Musik machen. So, ja. Raphael ist der Schirmherr der Kompositionen, die dabei rauskommen, und ich darf ihm assistieren. Ich darf als Co-Komponist mitmachen bei seinen Projekten. Und das hat auch Früchte getragen, ne? Genau. Das heißt also, wir haben jetzt sehr viele Preise bekommen tatsächlich für einen Soundtrack von einem Kurzfilm. Und dieser Kurzfilm heißt Come and Find Me. Ja. Das ist ein Gruselfilm zu meiner Freude. Ja. Raphael hat immer ganz viele Ideen und Raphael arbeitet auch gerne mit anderen Künstlern zusammen und Raphael, der ist sehr begabt und kann sehr viel und hat immer irgendwas Neues, was er sich gerade einfallen lässt und hat entsprechend auch schon sehr viele Projekte in der Vergangenheit gemacht. Ihr könnt gerne mal ein bisschen recherchieren, wenn ihr Bock habt, unter Sommerfilmmusik oder einfach Raphael Sommer mit PH in Google eingeben, da findet ihr den auch. Und wir verlinken natürlich auch aktuell ganz gerne auf das aktuelle Projekt. Und da findet ihr auch dann, wenn ihr ein bisschen recherchiert, die anderen Projekte. Denn aktuell machen wir das so, dass wir jeden Sonntag einen neuen Track aus dem Film, also aus dem Soundtrack zu dem Film Come and Find Me, auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Und darunter ist natürlich auch nochmal alles verlinkt und alle Informationen dazu zu finden, die man so braucht. Und ja, das könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, denn Raphael ist sehr fleißig. Ja. Ja, Come and Find Me ist ein Gruselfilm. Und der ist in der Tat auch ein bisschen mysteriös. Es ist ein Kurzfilmprojekt von Carmine. Das ist ein Regisseur, Drehbuchautor und Produzent auch aus der Schweiz und den haben wir auch einmal getroffen. Hallo, liebe Grüße. In Basel. Wir waren nämlich Anfang des Jahres, das hatten wir euch ja erzählt, mal in Basel auf der Fantasy Basel und haben dort unser Spiel ausgestellt und Carmine war auch dort und hat Hallo gesagt, da haben wir uns kennengelernt und auch ein gemeinsames Foto gemacht. Und ja, der war unglaublich fleißig und hat diesen Film gemacht in der Hauptrolle mit Flynn Edwards. Und ist damit aktuell und auch schon seit vielen, vielen Monaten auf Festivaltour. Das bedeutet, dass so ein Film quasi überall in der Welt auf verschiedenen Filmfestivals, in verschiedenen Kinos und auf verschiedenen Bühnen gezeigt wird und dort auch an sehr vielen verschiedenen Awards teilnimmt. Und dann ist was total Verrücktes passiert. Denn Come and Find Me wurde auch auf Filmfestivals angenommen in New York und Los Angeles und mittlerweile überall auf der Welt, der läuft gerade auch in Deutschland und hier in Europa. Und dieser Film, der hat mittlerweile sage und schreibe, mal gucken, ob das immer noch so ist, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, 38 Awards gewonnen auf internationalen Filmfestivals. Herzlichen Glückwunsch. Wirklich eine großartige Leistung. Boah. Also Glückwunsch ans ganze Team. Und ja, davon sind auch einige Awards an den Soundtrack gegangen, den Raphael zusammen mit Björn gemacht hat.
Yay. Und das ist sehr cool. Ich kann das ja mal eben kurz vielleicht zum Besten geben. Ja. Ich habe das nämlich mal rausgesucht, weil ich mir das nicht merken kann. Das ist einfach zu viel. Aber das ist sehr, sehr geil. Wir haben das hier an die Wand gepinnt, die Awards, weil das einfach so cool war ist, genau. Und weil es auch immer noch kein Ende genommen hat und sich alle darüber unglaublich freuen. Also unter anderem zum Beispiel ich habe jetzt nur die Awards rausgepickt, die wir auch für den Soundtrack gewonnen haben. Die anderen sind noch mehr. Da könnt ihr am besten bei IMDb mal stöbern. Haben wir auch auf unseren Social-Media-Kanälen verlinkt. Ja, ansonsten hier. Oniros Film Awards in New York haben wir gewonnen. Ich sag einfach mal wir, obwohl ich damit gar nichts zu tun habe, ja? Also Björn und Raphael und Carmine und das ganze Team. Bei den Independent Shorts Awards in Los Angeles, beim Indie Short Fest in Los Angeles, beim Indie X Filmfest in Los Angeles. Das war eine sehr, sehr coole Geschichte, denn dort ist es so, dass es einen Monats-Award gibt. Es gibt also mehrere tausend Einreicher, die immer ihre ganzen Spielfilme und sowas dort einreichen. Und dann gibt es quasi einen Monatsgewinner und dann gibt es quasi auch nochmal einen Ganzjahresgewinner. Und da werden quasi die Monatsgewinner da geguckt, wer von denen dann quasi nochmal gewinnt. Und da hat Come and Find Me tatsächlich beide gewonnen. Also sowohl den Monats-Award als auch den Jahres-Award, was ziemlich fett ist. Ja. Und dann noch bei den New York International Film Awards haben wir auch gewonnen. Wenn ihr Bock habt, euch das Ergebnis anzuhören, es ist manchmal ein bisschen schaurig, manchmal ein bisschen mysteriös, dann schaut gerne bei YouTube vorbei und wenn ihr das Ganze unterstützen möchtet, kann man da auch auf Spotify und den anderen üblichen Kanälen das Ganze kaufen. Alles ist auf YouTube verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Dann freut sich auch der Raphael. Also er freut sich sowieso immer, aber da freut er sich besonders. Ja, vielen Dank. Also ich bin überwältigt. Also mit so viel Tamtam habe ich überhaupt nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Genau. Und das ist wirklich toll. Ja. Ansonsten Musik haben wir ja auch schon ein Projekt zusammen gemacht. Ne? Ja. Die X-Mysteries. Das Album zusammen mit Dr. Marc Benecke und Bianca Stücker mit Illustrationen von Timo Würz. Genau. Das ist auch ziemlich cool geworden und das könnt ihr auch finden. Da erzählen wir ein bisschen was über unsere Arbeit. Der Marc über seine Pyramiden in Palermo und ich ein bisschen was über die Musik in Computerspielen und so, dann untermalt mit unserer Musik von Raphael Sommer und mir so und das könnt ihr euch auch reinziehen. Ansonsten gibt es aber auch schon Pläne für weitere Projekte, die wir zusammen mit Raphael machen wollen, also vor allen Dingen Björn. Und das ist sehr cool. Ja. Da werden wir euch natürlich auch auf Social Media und so wissen lassen, wenn das soweit ist. Das sind alles immer so kleinere Projekte, die wir quasi neben unserer Arbeit machen. Quasi als Hobby kann man schon fast sagen. Das ist Hobby, ja. Also für Raphael ist es kein Hobby, aber für uns ist das Hobby. Ja. Und das ist sehr, sehr cool, weil es unglaublich viel Spaß macht und ja auch dann wirklich auch tatsächlich Erfolg hat. Das ist immer so eine total schöne Sache, über die ich mich persönlich sehr freue. Mhm. Und das sind einfach unglaublich nette Menschen, die an diesen Projekten immer beteiligt sind. Deswegen ist das auch so spaßig, kann man sagen. Ja, also more to come. Da könnt ihr dann gucken. X-Mysteries hat auch eine eigene Website. Das hatten wir hier auch schon mal angepriesen. Auch das findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Also das komplette Album findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Und wenn ihr es auf irgendwelchen anderen Kanälen haben möchtet oder unterstützen möchtet, ist auch das natürlich verlinkt. Und da könnt ihr gerne auch einmal reinschauen. Fragen zum Projekt beantwortet Raphael bestimmt auch immer gerne direkt. Es gibt auch einen Musikchannel, zum Beispiel auf unserem Discord. Und da treibt sich Raphael um. Da könnt ihr gerne kommentieren, reinschreiben oder Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Ja, und sonst gibt's noch mehr. Ja, ich mache auch sonst noch Musikprojekte. Mhm. Ich bin jährlich 1 bis 2 Mal mit den Ruhrpott Allstars auf der Bühne tatsächlich. Da machen wir immer irgendein Musikprogramm, so Mischung Akustik, Gitarren, Folk, gängiges
Zeug aus den 80ern, Bon Jovi, keine Ahnung, Chris Isaac, so ein Zeug irgendwie, Roxanne und ne, ja, da stehen wir auf der Bühne, das ist halt auch reiner Spaß, ne, mit Bochumer Musikern, vor allem hier aus dem, also Ruhrpott Allstars nennen wir uns, und das ist immer ganz cool. Ja. Und jetzt demnächst fahren wir nach Schweimke, ne? Da sind wir dann auf einer Halloween-Party tatsächlich eingeladen. Mhm. Und das mit der Band Seducer, mit der trete ich auch öfter auf, so in letzter Zeit. Letztes Mal auf der RPV haben wir 2 Konzerte gegeben. Deswegen trage ich auch dieses T-Shirt. Das ist eher so eine Musik. Ja, ist eher so eine Musik. Da singe ich Iron Maiden, also Bruce Dickinson, David Coverdale von Whitesnake, Judas Priest, jetzt kommt auch noch Ozzy Osbourne dazu, aus gegebenen Anlass, und ja, so ein Zeug halt irgendwie. Und ja, da haben wir auch mittlerweile schon ein strammes Programm zusammengestellt, irgendwie 1 Stunde Musik. Und das ist auch so ein Musikprogramm, ist auch Hobby, ist aber cool, macht Spaß, ist toll. Ja. Ja, wunderbar. Musik ist eine Leidenschaft von mir, selbstverständlich mache ich auch den Soundtrack für unser aktuelles Spiel Kralon. Das heißt also, da bin ich auch schon ziemlich weit und fast fertig, also eigentlich schon fertig, aber naja, ich muss jetzt noch so ein Spiel einbauen, es muss erstmal noch gefallen, sag ich mal, und nicht nerven, weil Musik und Sound sind immer sehr schnell, wenn sie sich schnell wiederholen oder wenn irgendwelche Töne, die ich als 55-Jähriger schon nicht mehr hören kann, vielleicht, ja, da drin sind. Das ist tatsächlich so, dann muss ich das jemand anders mal hören lassen, ob da irgendwelche nervende, schräpende, quietschende Sachen drin sind. Und wenn das diese Qualitätsansprüche genügt, dann ist das fertig. So, ja. Auch Musik möchte gepolished werden. Ja. Auf jeden Fall, wie alles, ne? Ja, genau. Ja. Das ist immer ganz cool. Du machst schon ewig Musik, ne? Boah, ja, eigentlich schon, ja. Also, damals habe ich auch vorgesungen in einer Geschwister-Scholl-Schule damals. Realschule, da war ich in der 8. Klasse oder so. Ja, 8. war das, ja, in Emstetten. Und da habe ich eine 1 gehabt, tatsächlich in Musik immer. Wow. Ja, warum auch immer, ich habe das nicht so richtig begriffen. Ich habe immer gedacht, das lag an meiner Lehrerin, der Hedda Krieger. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Die ist nämlich auch dafür verantwortlich, dass ich dann auch auf dem Gymnasium gelandet bin, weil die mich vorgeschlagen und gepusht hat. Und da hat das angefangen mit der Musik. Da hat das angefangen mit der Musik, und irgendwann so in meinen 20ern, sag ich mal, in den 90er Jahren, habe ich dann tatsächlich das erste Mal ein Keyboard in die Hand genommen und habe angefangen, Sachen zu komponieren. Während ich vorher schon in den 80ern teilweise sehr viel mit Sound gemacht habe. Ich habe Hörspiele gemacht und sowas, also mit irgendwelchen Tonbandgeräten, die ich dann übereinander geklatscht habe, irgendwie verschiedene Rollen gesprochen und sowas. Also ich habe eigentlich mit Sound und Musik immer sehr viel gemacht, ja. Ich hatte damit eigentlich überhaupt nie was zu tun. Und dachte auch, also Musikinstrument habe ich nie richtig gelernt. Also ich klimper gerne auf irgendwas rum, aber da kommt nichts Großes bei raus. Und erst als ich den Björn kennengelernt habe, hat der mich quasi an die Musik herangeführt. Am Anfang fand ich das ganz schrecklich, irgendwo vorzusingen. Ich weiß nicht, einige von euch kennen das vielleicht, dass man denkt, um Gottes Willen. Wir hatten uns verabredet mit Freunden zu einem Abend Singstar. Oh, schrecklich. Auf der Playstation, Karaoke halt. Das ist auch ein Hobby von uns mittlerweile. Mittlerweile, ja. Am Anfang fand ich das ganz furchtbar. Da habe ich in der Küche gesessen und wollte da partout nicht hingehen und fand das ganz schlimm und habe mich dann irgendwie doch überreden lassen, weil ja alle gegangen sind. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann mitmacht, das gar nicht so schlimm ist. Und dann, seitdem singe ich auch ein bisschen. Bei weitem nicht so gut wie der Björn, aber mittlerweile mit viel Spaß und Elan und am besten begleitend. Das ist immer ganz toll. Also wenn ihr Angst habt vom Singen, dann singt mit jemandem zusammen. Das ist immer eine super Idee. Dann trägt man sich gegenseitig und muss auch gar keinen Schiss mehr haben. Es macht sehr viel Spaß. Und wenn es Tequila ist, da kann man eine halbe Stunde stehen, bis man einmal Tequila sagt, und dann kann man wieder gehen. Also ja, das kann man machen, aber das ist ja auch eigentlich kein... Kannst du nur einmal am Abend bringen. Ja. Dann meistens der
sich traut, sich wenigstens mal auf die Bühne zu stellen. Ja, auch das, ne? Also selbst wenn man sagt, ich kann wirklich nicht singen, ist dieses sich vorne hinstellen, ich manchmal eine totale Überwindung. Ja. Und ein Stück weit bleibt es das auch. Das ist total spannend. Ihr könnt ja mal erzählen, wie euch das so ergeht. Ob ihr Bühnenmenschen seid oder ob ihr sagt, um Gottes Willen, lass mal die anderen lieber nicht. Und was wir auch oft mitgekriegt haben, es gibt einen Unterschied zwischen, ich stelle mich auf die Bühne und da stehen Menschen vor mir, oder ich stelle mich so wie wir jetzt gerade, wir sind ja jetzt hier alleine, und ihr hört zwar jetzt zu, aber das wissen wir ja nicht, weil momentan ist hier niemand, hier ist nur die Kamera. Und das ist auch nochmal was ganz anderes, als vor einer Menschenmenge zu stehen. Ja. Und habt ihr damit Erfahrung gemacht und wie findet ihr das? Schreibt's gerne mal unten hin. Ja, wir haben sogar vom Traualtar Enya Made Be gesungen. Ja. Auf unserer Hochzeit, ja, das war richtig schön. Mit Gitarre, so richtig, ne? Vor allem bei dem Hall und so, kam richtig gut. Ja, da haben alle geheult. Ja, das ist schön. Hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Ja. Spielt ihr oldschool-mäßig am PC mit Monitor? Fragt hier jemand. Das finde ich lustig, oldschool am PC. Findet ihr, das ist oldschool? Boah. Also wenn ich zocke, muss ich ehrlich sagen, meistens auf der Konsole. Momentan, wenn ich spiele, vorzugsweise tatsächlich auf der Xbox Series X. Auch Tomb Raider Anniversary habe ich gerade drauf und spiele das. Mhm. Und vorher hatte ich noch Oblivion gespielt, das Remaster oder Remake. Nee, Remaster ist das. Mhm. Dann habe ich gespielt vorher noch Death Stranding, also den ersten Teil noch. Den zweiten, den werde ich mir noch angucken. Auch auf der Konsole, ja. Alles Konsole, da wartet noch Indiana Jones auf mich, auch Konsole. Okay. Und wenn wir kompetitiv gegeneinander im Internet zum Beispiel Phasmophobia spielen, das ist unser Online-Lieblingsspiel, wenn wir immer irgendwie uns mit Leuten treffen oder dann tatsächlich auf dem PC selbstverständlich, ne, weil da ist halt einfacher, da hat man auch Chat und brauche ich nicht erklären, ne? Aber tendenziell eher Consolero bin ich, ne? Wir zocken auch viel auf dem Tablet oder sowas, ne? Eben sowas. Jetzt haben wir uns diese Retro-Konsole, da haben wir ja letztens drüber gesprochen, geholt, das gucke ich mir ab und zu mal an. Aber es ist halt schon cool, irgendwie mit dem Controller vom großen Fernseher zu spielen. Vor allen Dingen sehr gemütlich. Ja. Also bei mir ist das 50-50. Ich glaube, die Hälfte der Spiele spiele ich auch momentan auf der Xbox und die andere Hälfte tatsächlich am PC, weil ich mir auch gerne momentan kleinere Indie-Spiele auf Steam anschaue oder auf den entsprechenden anderen Plattformen und dann dann gucke ich auch öfter mal einfach mit PC-Steuerung, also so Point-and-Click-Adventures klassischerweise spiele ich dann häufiger am PC. Cool. Ich hoffe, das beantwortet die Frage und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ja, Handy spielen wir auch, ne? Oh Gott. Ja. Das Guilty Pleasure. Ich spiele auch Handy.